Hey, hier ist René vom Brand Nutrition Team, dem ersten und einzigen Anbieter von individuell gemischten Fitness-Shakes mit über 35 natürlichen Inhaltsstoffen, basierend auf Transparenz, Wissenschaft, Wirkung und Gesundheit. Heute dreht sich alles um das Thema Stevia bzw. Stevioglycoside. Wir schauen uns an als erstes, warum ist das Thema Stevia überhaupt so interessant? Was ist Stevia bzw. was sind Stevioglycoside? Was sind die vermeintlichen Vorteile und wie ist die aktuelle wissenschaftliche Studienlage dazu? Was ist der Unterschied von Stevioglycosiden zu anderen künstlichen Süßungsmitteln und wie werden Stevioglycoside überhaupt hergestellt? Als erstes schauen wir uns an, warum ist Stevia bzw. warum sind Stevioglycoside überhaupt so beliebt. Ganz klar, das Ganze ist 300 mal süßer als herkömmlicher Haushaltszucker und dementsprechend als Zuckerersatz super beliebt. Gerade seit 2011, denn seit 2011 ist das Ganze in der EU zugelassen von der EFSA, der European Food Safety Authority, wurde das Ganze für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie zugelassen, nachdem die FDA, die Food and Drug Administration in den USA, da schon einige Jahre früher dran war. Und der Hype um kalorienarme bzw. kalorienfreie Süßungsmittel hat sich voll und ganz auf Stevia abgefärbt, gerade umso mehr wahrscheinlich, weil es im Vergleich zu den künstlichen Süßungsmitteln wie Sucralose, Acesulfam und Aspartam als vermeintlich natürliche und vermeintlich gesündere Alternative dargestellt hat, worauf wir gleich noch ganz konkret eingehen werden. Als zweites gucken wir uns an, was ist Stevia bzw. was sind Stevioglycoside. Die Stevia-Pflanze stammt ursprünglich aus Paraguay und Brasilien und heißt eigentlich Stevia rebaudiana bertoni. Unter den indigenen Völkern Südamerikas hat die Stevia-Pflanze schon lange Tradition und wird unter anderem in Tee oder als Süßungsmittel für andere Speisen und Lebensmittel eingesetzt. Inzwischen wird die Stevia-Pflanze auch woanders angebaut, unter anderem in Asien. Jetzt zu einem wichtigen Punkt, denn was wir hier als Stevia bezeichnen, sind eigentlich die Stevioglycoside, denn die sind in Deutschland für die Lebensmittelindustrie zugelassen. Stevioglycoside, der eigentliche Süßstoff, der eigentliche Süßstoff aus der Stevia-Pflanze wird aus eben dieser gewonnen. Es gibt ca. 40 Stevioglycoside. Und die wichtigsten dabei sind das Steviosid und das Rebaudiosид. Die EFSA hat den Stevioglycosiden auch eine E-Nummer, die E960, E960 zugeordnet. Das heißt, wenn du auf einer Zutatenliste E960 siehst, dann weißt du, dass es sich dabei um die Stevioglycoside handelt. Als drittes gucken wir uns die vermeintlichen Vorteile an, die Vorteile, die Stevia zugesagt werden und schauen uns dazu die Studienlage an. Was gab es dazu für Studien? Der erste Vorteil ist völlig klar, denn Stevia wird für das gefeiert, was es nicht hat, nämlich Kalorien. Der Vorteil zu anderen Süßstoffen, die ebenfalls keine bzw. vernachlässigbar viele Kalorien haben, ist einfach, dass es auf der Stevia-Pflanze beruht, also etwas Natürlichem. Außerdem wird Stevia eine positive Wirkung auf Karies, also gegen Karies, beziehungsweise eine schonende Wirkung für die Zähne zugesagt, was eigentlich logisch ist, denn wenn man Stevia als Zuckersatz nimmt und dadurch weniger Zucker isst, dass man dann die Zähne schont, ist klar. Aber dazu gab es auch Studien und das wurde nochmal nachgewiesen, unter anderem jetzt erst im Oktober 2019 von QQ. Die Studien findet ihr wie immer auch in den Quellen unter dem Video und da wurde herausgefunden, dass Stevia positive Auswirkungen auf kariesbedingte Faktoren unter Kindern hat. Was man sonst noch hört, sind Auswirkungen, positive Auswirkungen auf den Blutzuckerspiegel und auf den Insulinspiegel durch Stevia bzw. Stevioglycoside. Und da hat Steven Anton und weitere Forscher, findet ihr auch in den Quellen, eine Studie zugemacht. Der hat eine Stevia-Gruppe gemacht, eine Aspartam-Gruppe und eine Saccharin, also eine Zuckergruppe, über mehrere Tage lang getestet, denen eben, ohne dass sie es wissen, was sie zu sich nehmen, Stevia, Aspartam oder den Zucker gegeben und dann diese Werte, den Blutzuckerspiegel und den Insulinspiegel gemessen. Und beim Blutzuckerspiegel war es so, dass die Stevia-Gruppe einen deutlich niedrigeren Blutzuckerspiegel als die Saccharin, als die Zuckergruppe hatte und beim Insulinspiegel sogar einen niedrigeren Insulinspiegel als die Aspartam-Gruppe hatte, obwohl Aspartam und Stevia ja beides eigentlich kalorienfreie Süßungsmittel sind. Manche behaupten auch, dass man Stevia als medizinische Alternative einsetzen könnte, dass Stevia pharmakologische Auswirkungen hat. Und 2017 haben zum Beispiel einige Forscher daran getestet, die Wirkung von Stevia auf endokrine Krankheiten wie Fettleibigkeit, Diabetes oder Bluthochdruck. Und da haben sich Hinweise ergeben, dass sich durch Stevia gewisse Wirkmechanismen im Körper einsetzen, die dann eben auf diese Krankheiten wirken können. Aber da kann man auf jeden Fall noch nichts Sicheres sagen und da müssen einfach weitere Forschungen betrieben werden. Vierter Punkt.
Was ist der Unterschied zwischen Stevia und anderen künstlichen Süßungsmitteln? Generell, Süßungsmittel sind natürlich super beliebt und die meisten von denen sind einfach künstlich. Beispiele Aspartam, Sucralose oder Acesulfam K. Und auch wenn die EFSA und die FDA, also diese Behörden, diese Stoffe zum Teil, wie die genannten, gerade zugelassen haben, gibt es trotzdem einige Wissenschaftler, die sagen, das Ganze ist gar nicht so sicher und diese Stoffe könnten potenziell schädlich für die Gesundheit des Menschen sein. Und da gibt es eben auch entsprechende Studien dazu. So haben beispielsweise 2013 Forscher der University of Sussex in Brighton in Großbritannien sich alle Studien angeguckt zum Thema Aspartam und den Hinweis gegeben, dass es sehr viele Studien dazu gibt, die eben Hinweise geben, dass Aspartam nicht gut für die Gesundheit des Menschen ist und die Empfehlung gegeben, es nicht regelmäßig zu sich zu nehmen. Und dann haben sie sich auch alle 154 Studien angesehen, die die EFSA, die Europäische Behörde, für ihre Zulassung als Grundlage genommen hat. Und bei dieser Untersuchung kamen die Forscher eben darauf, dass von diesen 154 Studien 73 Studien auf das Ergebnis kamen, dass Aspartam potenziell gesundheitskritisch sei, also als nicht sicher eingestuft wurde. Jetzt ist es so, dass die EFSA, die EU-Agentur, die Kommission, gesagt hat, dass diese 73 Studien nicht relevant genug sind, nicht überzeugend waren. Wiederum andere Bewertungen von diesen Studien sagen aber, dass diese Studien eigentlich relevanter sind, als wiederum die Studien, die Aspartam als sicher eingestuft haben. Und so merkt man recht schnell, wenn man sich damit befasst, dass es bei künstlichen Süßungsmitteln einfach nicht so leicht ist zu sagen, ist das jetzt potenziell kritisch oder nicht. Denn es gibt einige Wissenschaftler, die das sagen, einige Wissenschaftler, die das sagen. Und nur weil ein Inhaltsstoff erlaubt ist, heißt es noch lange nicht, dass er für den Körper wirklich gut ist und dass man ihn regelmäßig einnehmen sollte. Und jetzt ist es bei Aspartam so, dass Aspartam sehr in Verruf geraten ist, dass damit geworben wird, kein Aspartam, stattdessen wird dann aber Sucralose und Acesulfam eingesetzt, was aber auch künstliche Süßungsmittel sind, die durch ein ähnliches künstliches Verfahren hergestellt werden wie Aspartam. Und jetzt schauen wir uns noch an, wie Stevioglycoside aus der Stevia-Pflanze gewonnen werden. Und da ist es so, dass dem auch ein langes Verfahren hervorgeht und da sind auch chemische Prozesse involviert. Aber der entscheidende Punkt ist dass dieser Prozess nicht zu strukturellen Veränderungen der Stevioglycoside führt. Und genau deshalb sind Stevioglycoside eben eine deutlich natürlichere Alternative zu den anderen künstlichen Süßungsmitteln. Für unsere individuellen gemischten Brandle Shakes haben wir den Stevia-Markt komplett gescannt und wir haben versucht, ein möglichst hochreines Stevioglycosid zu finden. Und zwar sind wir da auf eins gestoßen, das über 97% Stevioglycoside beinhaltet, also sehr reines. Und das nutzen wir zusammen mit Kokosblütenzucker, um unsere ca. 35 natürlichen Inhaltsstoffe, um deren Geschmack noch abzurunden, damit das Ganze gut schmeckt. Wenn du also Lust auf einen individuell gemischten natürlichen Shake hast, der alle Inhaltsstoffe beinhaltet, die auf wissenschaftlicher Basis wirklich Sinn machen und dir bei deinen sportlichen Zielen helfen, dann geh auf www.brandle-nutrition.de, klick dich einfach mal durch unseren Fragebogen, schau dir die Liste an Inhaltsstoffen und individuellen Dosierungen an und lass dir deinen eigenen Shake mischen. Wenn dir das Video gefallen hat, klick einfach auf Like, abonniere den Kanal. Wir bringen Transparenz in die Sportnahrungsindustrie. Wir bringen wöchentlich Videos wie dieses über verschiedene Inhaltsstoffe, über verschiedene Themen. Wir sind auch auf Instagram, Brandle Nutrition, und auf Facebook natürlich. Würde uns freuen, wenn wir dich hier öfter sehen. Bis dann, euer René. Ciao.